So Leute, herzlich willkommen zu dem letzten YouTube-Video in meiner Reihe zu den 4 Vorzugsaktien und heute ist das 5. Video. Heute gebe ich eine Zusammenfassung zu allen diesen Aktien ab. Also zunächst einmal zu Michael Saylor. Michael Saylor ist der Chairman, also nicht mehr der CEO von Strategy, aber immer noch einer der wichtigsten Menschen dort und der viele Entscheidungen trifft, aber der diese 4 Vorzugsaktien eingeführt hat. Was wollte er damit bewirken? Das Ziel ist es natürlich, mehr Bitcoins zu kaufen und dafür braucht er jetzt Geld, weil Fiat-Geld, also das Euro-Dollar-System, die verlieren immer weiter an Geld und wenn er das in Bitcoin investiert, der Bitcoin hält seinen Wert stabil oder steigt sogar noch, weil mehr Leute in das Netzwerk reinkommen und deswegen ist das praktisch er steckt in seiner Meinung nach wertloses Geld, was ich auch in Teilen so sehe, in ein sicheres Geld und das steigt dann und dadurch macht er praktisch Gewinn. Aber wo bekommt er jetzt dieses unsichere, sehr unseriöse Geld her, also dieses Euro-Dollar und sowas? Das hat er in der Vergangenheit aus Krediten bekommen und aus der Verwässerung seiner Hauptaktien, seiner Stammaktien von MicroStrategy oder STR. Nicht STR, MSTR. Genau. Und jetzt hat er eben 4 Vorzugsaktien eingeführt. In Zukunft denke ich, dass es noch mehr werden sollen, oder mehr werden. Aber jetzt gibt es erstmal nur diese 4, die den Hauptbestandteil dessen ausmachen. Und zwar einmal STRF, kurz Strive, STRC, Stretch, STRK, Strike und STRD, Stride mit D. Jetzt haben wir hier mal eine Tabelle, die habe ich mir durch KI, durch Notebook-LM zusammenstellen lassen, die praktisch die ganzen Dokumente von der Firma ausgewertet haben. Das sind fast 300 Seiten, wo er das eben alles beschreibt, wie das funktioniert, wer hier die Vorteile hat, was hier Vorteile sind und alles. Das hat hier mal die Notebook-LM innerhalb von ein paar Minuten ausgewertet. Dafür ist das wirklich extrem praktisch. Notebook-LM ist eine Tochterfirma, sage ich jetzt mal, oder eine Tochter-KI von Gemini, also von der Google KI. Und die ist praktisch sehr gut darin, Sachen auszuwerten. Jetzt sehen wir hier einmal die Dividende. Die Dividende ist großer Bestandteil, weil alle 4 eine gute Dividende zahlen. Fangen wir an mit Strive, 10% fix, also das kann sich auch nicht ändern, die gibt es immer. Dann haben wir STRC, die Dividende ist hier variabel. Meiner Meinung nach wird sie auch um die 10% sich einpendeln, eben mal 8%, mal 12%. Das hängt immer ab vom Kurs. Weil wenn jetzt der Kurs bei 90 ist, dann kriegst du natürlich auch deine $12 Dividende, aber dann ist eben $12 von 90 mehr als $12 von 100. Deswegen ist es vielleicht mehr Dividende in Prozent. Das ist eben eine variable Dividende. Genauer erklärt habe ich das nochmal alles in den Videos zu den einzelnen Aktien. Dann haben wir STRK, 8% Dividende fix. Das ist auch sicher. Dafür hast du bloß eine kleinere Dividende, eben von den 8%. Und STRD, auch 10% Dividende fix. Zahlungsweise ist meistens quartärlich, also alle 4 Monate, alle 3 Monate, 4 Quartale mal 3 Monate, sind 12. Außer bei STRC, dort ist die Auszahlung jeden Monat am Monatsende am 31. Dann kumulativ heißt, wenn die Dividendenzahlungen ausfallen, werden die dann, also zum Beispiel bei STRF ist kumulativ ja. Das heißt, du kriegst dann die ausgefallene Dividende wird aufgeschoben und du kriegst meistens auch noch eine Zinseszinsdividende. Also auf die nicht ausgezahlten Dividenden kriegst du auch Dividenden. Das ist der Fall bei STRF, STRC und STRK, nicht bei STRD, aber dafür hat die andere Vorteile. Die Wandelbarkeit, das habe ich auch ausgiebig in dem Video zu STRK beschrieben und warum das für junge Leute ein großer Vorteil ist. Gibt es nur bei STRK und die Wandelbarkeit wird umgewandelt in MSTR-Aktien, also in die Stammaktien, die eben groß in meinen Medien sind, die am meisten gehandelt werden und die eben die Hauptaktien der Firma sind. Jetzt sehen wir hier noch die Seniorität. Das heißt praktisch,
wer bei einer Liquidation der Firma als erstes drankommt. Das ist auch ganz klar geregelt. Wir haben hier als erstes die höchste Priorität hat praktisch STRF, dann Platz 2 ist STRC, wobei STRF und STRC auf einer Ebene sind. Hier ist es noch benannt, als erstes werden praktisch in der Zeit, wenn es hier um, ich sag mal, Stunden geht, werden als erstes STRF ausgezahlt und dann STRC, aber die werden praktisch eigentlich gleichzeitig ausgezahlt, also Platz 1 und 2. Dann kommt STRK, Platz 3 und zuletzt STRD, Platz 4. Aber ich denke, bei einer Liquidation kann es auch vorkommen, dass STRD noch was abbekommt, denn danach kommen erst die Stammaktien, also diese hauptgehandelten Aktien, und die kommen halt eben dann am Ende und die sind eben nicht so sicher, die bekommen vielleicht nichts, aber trotzdem werden die ja in Massen gekauft. So, jetzt kommt eben die Besonderheit zu jeder Aktie und das ist auch der Grund, warum es für jeden unterschiedlichen Menschentyp eine andere Aktie empfohlen wird. Also hier die erste Besonderheit zu STRF ist wegen dem Hauptfokus auf die Dividende, dass man hier wirklich eine sichere Dividende bekommt und dafür ist das Unternehmen bereit, Strafzinsen zu zahlen. Und wenn man das dann zusammenrechnet, kommt man auf eine jährliche Dividendenrendite von maximal 18%. Das ist nicht sicher, sondern das ist maximal und auch nur, wenn ein ganzes Jahr keine Dividenden gezahlt werden. Dann STRC, habe ich auch im Video genannt. Hier ist eben der Hauptfokus, also wirklich das wichtigste Instrument dieser Aktie, ist die Preisstabilität. Der Kurs soll immer bei $100 gehalten werden und eben nicht so stark schwanken, dass es hier wie ein Girokonto agiert und dass man hier, wenn man jetzt einzahlt und in einem Jahr das Geld braucht, dass man hier auch möglichst den gleichen Betrag wieder rausnehmen kann, plus die Zinsen eben. Dann STRK ist eben der Vorteil, dass man hier die Spanne auch zu den richtigen Stammaktien hat, dass man hier diese umwandeln kann und von einem Anstieg von Bitcoin und also einem überproportionalen Anstieg von Bitcoin und den Stammaktien gut profitieren kann, eben mit dieser Umwandlung. Das ist auf lange Frist sehr interessant und eben für junge Leute, die noch Zeit haben und ein bisschen riskanter investieren. Und eben dann noch STRD. Hier gibt es halt die höchst effektive Rendite. Ja, STRD war eine der ersten Aktien, deswegen hat die noch nicht so einen riesen Sinn und wurde eher von STRF, ich sag mal, jetzt überholt oder Leute kaufen jetzt eher STRF. Früher gab es halt STRF noch nicht, da haben die Leute dann eher STRD gekauft. Genau, ich habe das jetzt schon kurz angesprochen. Für wen ist dann was geeignet? STRF ist meiner Meinung nach der sichere Hafen, als jetzt mal Floskel. Hier konservativer Investor, die können hier investieren, die wirklich eben Fokus auf Dividenden haben. Dann STRC. Hier ist es praktisch der Fokus wie ein Dividendenportfolio, ein Geldmarktfonds, ein Girokonto. Das sind so vergleichbare Assets. Also STRC hat wirklich das Ziel, ja, kurzfristig Liquidität parken und dafür noch monatlich Geld bekommen. Monatlich auch. Dann haben wir noch STRK. Das ist halt für Leute, die wirklich bullish sind auf den Bitcoin, aber vielleicht nicht die Möglichkeit haben, gibt es auch noch, oder eben noch nicht bereit sind, direkt in den Bitcoin zu investieren. Die können eben STRK kaufen, eben mit der Option. Das ist wirklich, Option ist ein schönes Wort, weil man ist halt nicht gezwungen. Man hat 8% Dividende sicher und man hat die Option, vielleicht noch mehr Prozente rauszuholen mit diesem Umtausch. Und dann haben wir noch STRD. Ja, das ist auch ein bisschen risikofreudiger, aber STRD kommt immer weiter aus dem Mainstream heraus. Diese Aktien sind dafür da, Geld für MicroStrategy einzusammeln, um davon die Bitcoin-Käufe zu finanzieren. Die Zinsen, Michael Saylor rechnet halt, er zahlt 10% Zinsen für zum Beispiel STRD. Das heißt 10 Jahre und dann muss er das Geld, was er jetzt eingenommen hat, zurückgezahlt haben. Er muss halt praktisch mit dem nur besser auskommen oder das besser anlegen als diese 10%. Das schafft er mit Hilfe von Bitcoin, ist sein Risiko, aber seine Taktik, und wenn er Gewinn dadurch macht, sei es ihm auch vergönnt. Und wir können profitieren von den Dividenden
und sind damit eigentlich zufrieden. So, wo kann man jetzt die Dividenden kaufen, also diese Dividenden-Vorzugsaktien, weil Strategy kann man inzwischen bei jedem normalen Broker kaufen. Diese Vorzugsaktien werden nur an der Nasdaq gehandelt, deswegen braucht man hier einen Broker, der darauf Zugriff hat. Da haben wir einmal Charles Schwab als großen amerikanischen Broker, dann haben wir noch Fidelity, JP Morgan oder Vanguard. Das sind eben große amerikanische. Für den europäischen Raum gibt es noch hier Robinhood, die vor allem auch für junge Leute interessant sind, die dort eben Kryptos und auch Aktien handeln. Robinhood ist auch extremer Vorreiter eben. Oder Interactive Brokers, die sind auch sehr spannend, die haben auch Zugriff darauf. Und hier hat man auch einen Premium Broker, der praktisch für alles Möglichkeiten bietet. Genau. Dann habe ich gesagt, meine Favoriten sind eben für junge Leute STRK und für etwas ältere STRC. Ja, ich würde euch empfehlen, schaut es euch nochmal genau an, schaut euch die anderen Videos an, denn es ist wirklich komplex. Vielleicht kommt auch in Zukunft noch was Neues, habe ich auch gesagt. Vielleicht ist das dann besser. Und ja, es gibt nie eine Garantie. Bitcoin kann auch auf Null gehen. Ich denke nicht. Das war alles hier keine Anlageberatung. Deswegen nicht nach meinen Vorschlägen handeln. Das muss ich immer dazu sagen. Aber danke, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und euch ein bisschen erklären, wie die Funktionen der Aktien sind. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal.